Stellen Sie sich vor, Jesus hätte 1938 in Deutschland gelebt. Was wäre mit ihm geschehen? Ja, dasselbe, was mit den anderen Juden geschehen ist. Das ist ja ganz klar. Welchem Umstand oder welcher Person verdanken Sie Ihr eigenes Überleben? Und ich verdanke es dem Umstand, dass ich erst einmal die Psychologie der SS sehr bald durchschaut habe. Ich wusste, dass diese primitiven Leute respektiert werden sollten. Man musste sie grüßen, wenn man vorbeigeht. Das haben sie gehabt. Und dann habe ich ein Riesenglück gehabt. Und das war ein Fall in Auschwitz. Das war der Ausmarsch vom Stammlager zu einer Arbeitsstätte, das war Kanalisation. Neben mir war ein Häftling aus Polen, der nicht richtig marschieren konnte. Und da hat der kriminelle Kapo, ein Grüner, am 23. Mai 1940 wurden 30 reichsdeutsche kriminelle Häftlinge aus Sachsenhausen nach Auschwitz geschickt, um als verlängerter Arm der SS zu agieren. Der hat diesen nicht gut gehenden Mann gefragt, warum er nicht richtig gehen kann. Er hat es ja 6 Wochen lang geübt, nämlich in der Quarantäne. Sagt er hat zu Hause Diät gehabt, er hat Magengeschwüre und er kann eben schlecht gehen. Dann sagt dieser kriminelle Capo, Helmut mit Vorname, ich habe ein gutes Mittel, du meldest dich bei mir nach Verteilung der Geräte im Geräteschuppen. Wir kamen auf das Kommando zur Kanalisationsbau, ein Zivilmeister befahl mir, Erdreich von einer Stelle zur anderen zu befördern. Es war in der Nähe des Geräteschuppens. Auf einmal höre Schreie, ein Schaufelstiel war das gute Mittel. Er hat den Mann einfach erschlagen. Und ich habe einige Tage später mit 2 ehemaligen tschechischen Gendarmen, Landpolizisten, politische Häftlinge, Zement vom Zementlager zur Betonmischmaschine transportiert, 250, 280 Meter, Kippelhaube, Stahlumrandung, Schmalzmaschinen. Aber durch die wässrige Kost habe ich ein Hungerodem gehabt, das heißt, wenn es ein Verhältnis zwischen Fett und Wasser zugunsten des Wassers ist, und ich habe riesige Schmerzen in der Leistengegend gehabt. Meine 2 guten Enkel, sondern nicht die Tschechen, erlaubt mir, dass ich in die Stahlumrandung hinkahre. Die haben mich mit dem Zement geschoben, waren auch gut genährt, bekamen Pakete. Aber als dieser verbrecherische Capo Helmut vorbeiging, musste ich runter. Und der sagt, du kannst doch nicht mehr laufen. Jetzt setz dich in den Geräteschuppen. Jetzt können Sie sich denken, dass ich nur an den Tod des Magenkranken gedacht habe. Ich weiß nicht, waren es 5 oder 10 Minuten, plötzlich geht die Tür auf vom Geräteschuppen. Ich sage, Capo Helmut, ich bewundere Sie. Diese Disziplin und diesen Respekt, den die Häftlinge vor Ihnen haben, sind eine richtige Führernatur. Sagt er wirklich? Sage ich ganz bestimmt. Dann setze ich zu einem Öferl, damit es nicht kalt wird, dabei ein Kanonenrohr laufen. Wegen der Schmerzen in der Leistengegend und weil ich zu nah an dem Ofen saß, das war ja Zellstoff, die Uniform, hatte ich dann eine riesige Brandblase. Dieser Satz hat mein Leben garantiert gerettet. Die zwei Tschechen haben mich dann untergehakt, als es ist, Arbeitskommandos einrücken, haben mich 1,7 Kilometer stützend ins Lager geschleppt. Sonst wäre ich ein Opfer dieses Verbrechers geworden. Also am nächsten Tag bin ich jetzt im Block 28 gegangen. Das war die Aufnahme Krankenbau HKB. In Dachau ist es Revier. Ein slowakischer Jude mit der Nummer 29.000, also sehr früh gekommen. Er sieht den Judenstern, er sieht die Häftlingsnummer, er sieht, woher ich komme, er kennt noch nicht den Namen. Name? Mannheimer Max. Sagt er, Mannheimer? Sag ich, hast du meinen Bruder gekannt? Mein Bruder Erich wurde 42 verhaftet, wir Anfang 43. Sagt er, nicht nur gekannt, wir waren Freunde. Und diese Freundschaft hat Folgendes bewirkt. Eines Tages bekam mein Bruder Edgar, 17 Jahre, 1925, einen Zettel, er soll sich im chirurgischen Block melden. Er ist am Vorabend zu diesem Jan Weiß, er war Zahntechniker vom Beruf gegangen, hat gesagt, was ist das? Sagt er, zeigt Herr
hat das zerrissen, spricht mit niemand darüber. Alle Jungs, 1925 geboren, 70 Jahre, wurden sterilisiert. Ein polnischer Häftlingsarzt hat die sterilisiert, so dass sie unfruchtbar waren. Und dadurch, dass dieser Jan Weiß, dem Bruder R., also erst einmal der kriminelle Capo, hat mein Leben gerettet. Der Jan Weiß kannte den Baum mit meinem Bruder Erich befreundet. Dadurch wurde die Kastration oder Sterilisation meines Bruders Edgar verhindert. Er konnte heiraten. Nach dem Krieg hat 3 Töchter und einige Enkel. Er lebte jetzt 93 an Leukämie gestorben. Unwahrscheinlich. Ich bin dann in den Block 28, also jetzt bin ich wieder dieser Morgen nach meiner Rettung. Wir wurden zum Duschen geschickt, unsere Nummer wurde ganz groß auf die Brust geschrieben, 99 7 28, das ist diese Nummer, die ist ja bekannt. Na? Die wurde draufgeschrieben, die wurde am nächsten Tag nach der Ankunft, wurde sie eintätowiert von Was ist dieses? Sinti. Das Dreieck war für Juden. Als wir kamen, haben wir nur diese Nummer bekommen. Und als die Zigeuner kamen, bekamen die ein Z und die Juden ein Dreieck. Zur Unterscheidung. Das war die. Also auf alle Fälle wurde das ganz groß mit dem Tintenstift auf die Brust geschrieben. Als genug Nackte da waren, kam ein SS-Arzt. Also vorher hat ein Häftlingsarzt, ein polnischer, die Diagnose auf eine Karte geschrieben. Als genug Nackte da waren, kam ein SS-Arzt, hat die Karten angesehen und hat die Häftlinge angesehen. Und hat 2 Häuflein gemacht. Eins war Aufnahme, anderes war Tod durch Phenolspritzen. Dieser Jan Weiß musste einem Sanitätsdienstgrad, er war Schreiner vom Beruf, die Opfer halten, wurden mit Phenol ins Herz getötet. Der hat die Rippen abgezählt und hat den Häftlingen gesagt, sie bekommen eine Injektion gegen Typhus, wurden aber totgespritzt. Und das Schrecklichste, was da passiert ist einmal, war, dass der Vater von Jan Weiß auf diesen Stuhl kam. Und als er vom Stuhl kippte, weinte er. Da sagt der Claire, du machst das doch schon so lang. Wieso weinst du? Sagt er, das war mein Vater. Ja, warum hast du nichts gesagt? Sagt er, ich habe Angst gehabt, dass ich mich auch auf den Stuhl setzen kann. Mit dieser Schuld lebte er unter ganz schwierigen Bedingungen. Er ist 68 aus der Slowakei nach der Schweiz gekommen. Und wenn man ihn besucht hat, also ein Bruder hat einen Reitstall mit Hilfe meines verstorbenen Bruders dort gegründet. Wo ist der Honsa? Es war Mittag, lass ihn schlafen. Er litt so unter den Depressionen. Ja? Also eine furchtbare Sache, muss ich vorstellen. Ich weiß nicht, wie ich reagierte. Den eigenen Vater zu halten, damit er getötet wird. Das war eine furchtbare Situation. Als, kurz auf Ihre Nummer, ja. Können Sie die nochmals bitte zeigen? Möchte ich es nochmal zeigen? Wenn Sie... Man kann es gut sehen. Sehr gut, ja. Wenn Sie diese Nummer heutzutage, wenn Sie sich duschen, schauen Sie sich diese Nummer an? Oder Aber wo? das ist, Ich zeige sie nur in der Schule. Warum soll ich es anschauen? Ist das für Sie etwas, was zu Ihnen gehört? Und einfach natürlich. Es ist ja nicht meine Schande. Nicht meine Schande. Auch als ich früher noch, jetzt kann ich nicht einmal 10 Meter gehen, als ich früher im Sommer im Zug war, da haben die Leute schon geguckt, die wissen ja, was das bedeutet. Die meisten wissen es, ja. Sind Sie damals zum Beispiel, als Sie jetzt im Freien waren, wurden Sie darauf angesprochen oder haben sich die Leute sozusagen... Ich spreche mich nicht an. Ja, da sind sie zu vornehm. Aber meine Enkelin, die Lena, hat gefragt, Opa, was hast du da für eine Nummer da? Und sagt, eine Telefonnummer.
Da war sie sehr klein. Das ist aber komisch, dass meine Telefonnummer sagt. So ist es. Wie präsent war für Sie Gott in Auschwitz? Ja, also ich habe ja gleich am Anfang in meiner Erinnerung geschrieben, den Glauben an Gott verloren. Denn wenn man aufwacht, es war gerade in den ersten Wochen in Birkenau Quarantäne, und neben einem liegt ein Toter, muss man zweifeln. Gibt es einen Gott? Lässt das Gott zu? Weil ich war von zu Hause durch meine Mutter sehr geprägt. Ich war zwar nicht religiös, aber meine Mutter, der Mensch ist gut und so weiter. Ich war vollkommen falsch. Zum Beispiel, ich konnte vorher Hänsel und Gretel nicht lesen. Was hat die Hexe gemacht? Hänsel musste immer den Finger rausstrecken, ob er schon genug fett ist, um geschlachtet zu werden. So etwas habe ich abgelegt. Und dann komme ich in dieses Inferno. Aber, was habe ich gemacht? So wie als Kind in der Jugend. Die Hand auf den Kopf, Schema Israel, heimlich unter der Decke beten. Zweifeln und beten, das empfehle ich auch in Schulen. Ich bin ja seit als 28. Jahr unterwegs. Wenn man nicht sicher ist, soll man beides tun. Und jetzt, nachdem ich 94 bald bin und nach der Befreiung eine halbe Leiche war und gesagt habe, wenn ich 40 bin, bin ich zufrieden, denke ich, es muss doch etwas geben, das mich beschützt. Ich gehe zwar nicht in die Synagoge oder so, aber es muss doch etwas geben. Vielleicht wurde mir eine Aufgabe zugeteilt, darüber zu sprechen. Und so glaube ich, dass ich doch eine gewisse Religiosität habe oder zumindest das glaube, dass das so ist. Man hat mich früher gefragt, sind Sie ein praktizierender Jude, als ich noch Führungen gemacht habe? Sag ich, nein, ich bin ein sündiger Jude. Ich fahre am Schabbat Auto, habe Führungen gemacht in Dachau. Was habe ich gemacht? Ich habe die Geschichte des Nationalsozialismus stark konzentriert auf meine Familie erzählt. Und wenn der Allmächtige damit nicht einverstanden ist, wird er mir ein Zeichen geben. Aber er ist gnädig, er lässt mich, hat mir meinen Humor zurückgegeben, da muss ich doch eine schützende, eine faule Ausrede, aber ein Diakon, ein Evangelischer, hat gesagt, ich bin religiös, auch ohne in die Synagoge zu gehen. Jetzt stellen Sie sich vor, Herr Oberstudienrat Franz Müller ruft mich an, Herr Mannheimer, können Sie um 8 Uhr in die Schule kommen? Sag ich, entschuldigen Sie, aber das kann ich nicht, ich muss in die Synagoge gehen. Also es ist eine andere Art von Religiosität. Ich erzähle dort über das Leiden der Juden im Allgemeinen, eben konzentriert und sehr zurückhaltend für meine Familie. Mir kommt es weniger darauf, mein Leid zu erklären, sondern wie verhindert man eine Diktatur? Man muss die Demokratie stärken, auch wenn die Politiker nicht immer Vorbilder sind. Aber sage mal, besser eine schwache Demokratie als eine starke Diktatur. Das ist meine Aussage. Aber das möchte ich auch sagen, dass beim Außenlager von Dachau, KOD-Lager Karlsfeld, nach 5 Kilometer von Dachau, da waren ungarische Juden, orthodox, die haben jeden Tag mit Erlaubnis des Lagerältesten, das ist ein Österreicher, ein politischer Häftling, der hat gesagt, ihr dürft beten, aber es muss jemand Schmiere stehen, wenn jemand, ein SS-Mann kommt. Die haben früh und Abend gebetet. Und was war zu Yom Kippur, wenn es auf einen Wochentag fiel, haben die gefastet, 25 Stunden und gearbeitet. Ich glaube, diese Religiosität hat sie so gestärkt. Und das war auch bei anderen, natürlich auch bei den Katholiken der Fall, dass die eben der Glaube für sie ein Anker war, beziehungsweise eine Säule, wo sie sich festhalten konnten. Das hat mir sehr imponiert. Obwohl ich nicht religiös bin, aber mir imponiert immer Religiosität, weil ich sage, wenn jemand wirklich religiös ist und das wichtigste Gebot, du sollst nicht töten, beachtet, dann ist er für mich ein guter Partner. Sie sind ebenfalls Künstler. Wie hätten Sie sich das Kunstwerk vorgestellt? Wenn ich der Künstler wäre, dann würde ich eher rauchende
Schornsteine von Auschwitz als Hintergrund nehmen. Warum ist diese Figur in einer KZ-Uniform, an dem das Wort Jude erkennbar ist, aus Ihrer Sicht falsch? Ich will nicht sagen, dass es falsch ist, aber es ist anders, als ich mir das vorstelle. Wenn Sie im Hintergrund rauchende Schornsteine nehmen, ist es neutraler. Man weiß zwar nicht genau, was es ist, aber sagen wir, Flammen im Hintergrund wäre irgendwie Flammen und eventuell auch noch etwas Stacheldraht. Glauben Sie, dass... Weil der Stacheldraht hatte die Krone gehabt aus Stacheldraht, ja. Und da wäre der Stacheldraht am Kopf und der Stacheldraht im Hintergrund. Wie konnte es dazu kommen, dass der jüdische Jesus zu einem Christen im Nationalsozialismus sogar zum Arier wurde? Also das Wort Arier dürfen Sie nicht verwenden. Das ist ein Nazi-Begriff. Er ist ja aber, es gab ja die deutschen Christen, die tatsächlich über die Figur geschrieben haben und begründet haben, warum im Grunde Jesus arischen Ursprungs ist. So weit ging es, also die Schriften gibt es ja. Das ist eine Dummheit. Jesus war immer Jude. Er war immer Jude. Er wurde nur von den Juden bei den Römern verraten. Das war alles. Das ist alles, was es auch laufend gibt, Stasi oder andere, dass jemand für Geld jemand denunziert. Das wird es immer gegeben. Und das eben ist auch das, was am meisten wiegt, dass eben Judas Icharius, dass er den eigenen Bruder verraten hat. Das ist ja das Schlimme. Er war nie ein Christ in dem Sinn. Wie konnte es dazu kommen, aus Ihrer Sicht, dass der jüdische Jesus aber zu einem Christ wurde? Ja, durch die Leute, die um ihn herum waren. Das ist eine Legende. Und die Legenden, wenn es günstig ist, halten sich ja. Und es wird immer bestätigt. Wenn man 1900 Jahre den Juden die Schuld zuschiebt für etwas, was sie gar nicht getan haben, Kreuzigung war eine römische Strafe. Die jüdische Strafe war Steinigung. Also es war keine, er wurde nicht von den Juden gekreuzigt. Das ist eben alles falsch. Aber diese Legende ist eben so. Und ich war in Posen in einer Kathedrale. Da war ein Gottesdienst von einem Bischof Jesch, der war in Dachau Häftling. Und weil ich Polnisch verstehe, und die anderen Pfarrer, die an der Seite waren, haben die Juden verflucht. Also, obwohl der Papst Paul II. Gesagt hat, die Juden sind unsere älteren Brüder. Ja? Also, es hat überhaupt keine Wirkung gehabt. Und noch heute ist Radio Maria in Polen ist auch noch hetzerisch gegen Juden, gegen Homosexuelle und so weiter. Also ich habe da auch protestiert, ich war im polnischen Generalkonsulat, ich habe gesagt, das war ein Kirchenhistoriker, dann hat er gesagt, ich bin da, dass man das noch immer, diese Radio Maria, das ist immer ein Hetzsender, antisemitisch gegen Homosexuelle und so weiter, der immer noch nicht verboten ist. Sagte, da bin ich nicht zuständig, da müssen Sie, ich bin nur ein Kirchenhistoriker. Also und diese Sache wird nie aufhören. Bereits 1935 war es für Juden in Deutschland verboten, Kinos, Schwimmbäder, Kurorte und Parks zu besuchen. Haben Sie selbst solche Ausgrenzungen in der Tschechoslowakei erlebt? Ich glaube, okay. Ja, diese Bänke und so, das habe ich ja erlebt. Ja. Erzählen Sie was darüber. Ja, es waren einfach, auf den Bänken war geschrieben,
nur 4 Jahre, also in der Protektorat war es zweisprachig. Meine größte Heldentat war ja, dass ich in einem Kurort, wo ich nicht hingehen durfte nach 20 Uhr, so als zweites Vergehen. Und das dritte war, dass ich dort zweisprachige Tafeln, Juden nicht zugänglich, herausgerissen habe aus dem Kurort, also aus dem im Kurort und in den Bach geworfen habe und in die Sträucher. Am nächsten Tag war es wieder da. Es war meine einzige Heldentat während dieser ganzen 27 Monate, also ich war dann 27 Monate in Konzentrationslager. Ich war nie ein Held, ich habe immer nur Angst gehabt. Welches Jahr war das, wo Sie in dem Kurort waren? Das war 1940, als ich da mit dem Kurort war. Welcher Kurort war das? Lohaczowice, das ist in Südmähren, ganz in der Nähe vom Geburtsort meiner Mutter. Und was wäre passiert, wenn man gesehen hätte, dass Sie nach 20 Uhr in diesen Park sich gar auf diese Bank setzen? Ja, man würde wahrscheinlich verhaftet werden. Das ist ganz klar, genauso wie wenn man ohne Stern gegangen ist. Haben Sie einen Stern getragen? Ja, natürlich. Ab dem 1. September 1941 gab es die Anordnung über das Tragen des Sterns. Und jeder konnte haben, wie viel er wollte, er musste aber fest angenäht sein, nicht nur angeheftet oder so. Viele Leute haben mir meine Aktentasche drüber getragen und so. Und, können Sie sich erinnern, wann das war, als Sie zum ersten Mal diesen Stern getragen haben? Am 1. September 1941. Was war das für ein Gefühl? Ja, man hat das hingenommen. Es ist Vorschrift. Wir haben ja alles gemacht nach Vorschrift. Wir waren zum Beispiel wie die Schafe zur Schlachtbank, also gibt es auch ein Buch drüber. Die haben alles gemacht, was angeordnet wurde. Es gab wenig Leute, die dagegen etwas getan haben. Und zwar, wir waren da ziemlich machtlos. Wie erklären Sie sich psychologisch, dass so viele Menschen haben sich zur Schlachtbank führen lassen und sich nicht gewehrt? Ja, es ist sehr schwer. Das war alles so organisiert. Man kommt in Auschwitz an, plötzlich der Befehl, alles liegen lassen, aufstehen, Frauen da, Männer da, dann vor die SS-Leute, vor den SS-Arzt, Alter, Beruf, ob gesund, die Hände gezeigt, links oder rechts, je nachdem, das Alter war auch entscheidend. Beispiel, mein Vater 55, Mutter 50, hatten keine Chance gehabt. Mein Bruder Erich, der 42 verhaftet wurde, ist am 15. Februar 1943 im Totenbuch eingetragen. Also wir waren in Birkenau im Stammlager. Unser Bruder Ernst wurde nach 5 Wochen wegen Lungenentzündung und Durchfall in den Tod geschickt. Meine Schwester, 15,5 Jahre alt, verlernte Friseuse, lebte 23 Tage. Meine Frau, die ich Monate zuvor geheiratet habe, weil es geheißen hat, Ehepaare bleiben zusammen, Tochter eines Arztes, ausgebildete Krankenschwester, wurde gleich in den Tod geschickt, genauso wie ihre Schwester, so dass wir nach 5 Wochen lebten noch von 8 Familienangehörigen nur mein 6 Jahre jüngerer Bruder und ich. Alle waren sofort tot. Das heißt, was Sie sagen, ist, es gab überhaupt gar keine Möglichkeit zu einem Aufstand oder sich zu wehren. Es gab schon Widerstand. Es gab in Bialystok Widerstand, es gab in Treblinka Widerstand. Ja, nicht in dem Moment. Die Falle mit dem grünen Zaun war Sobibor, ne? Sobibor, ja. Es war der Glaser, ein tschechischer Jude, hat darüber geschrieben. In Auschwitz gibt es eine chemische Fabrik, die auch heute noch existiert. Da haben Frauen Sprengpulver hereingeschmuggelt ins Lager und als genug da war, haben sie versucht, das Krematorium in die Luft zu sprengen. Also ein SS-Mann ist umgekommen, aber die Frauen sind alle sofort erschossen worden.
Also es war ein Symbol. War ein Symbol. Ja. Und es ist unwahrscheinlich, was da passiert ist. Und wissen Sie, es ist so, es sind zwei, Walter Rosenberg und noch ein anderer slowakischer Jude, denen ist es gelungen, aus Birkenau zu fliehen. Die haben... Sie sind aus Birkenau geflogen? Ja, die sind aus Birkenau geflohen, haben sich in einem Holzstapel, das war für 2 Nächte versteckt, haben etwas gestreut, damit sie die Hunde nicht wittern. Denen ist gelungen, dann in die Slowakei zu kommen. Der eine hat dann Rudolf Vrba geheißen, hat in Vancouver Pharmakologie gelernt, ein Buch geschrieben, I Can't Forgive. Er hat aber Walter Rosenberg geheißen, er hat sich noch umbenannt nach dem Krieg wegen des Antisemitismus, er hat in Prag studiert. Und die haben an verschiedenen Stellen geschrieben, was da passiert ist. Und das, was zum Beispiel nach London gegangen ist, haben die Vermerk gemacht, beyond the belief, außerhalb der Glaubwürdigkeit. Man konnte nicht glauben, dass sowas dort passiert ist. Stellen Sie sich vor, ein Volk, das der Welt so viele kulturelle Güter gebracht hat, ja, Philosophen, Erfinder, Dichter, Komponisten, ist in der Lage, solche Sachen zu schreiben. Das war auch der große Fehler der Juden, zum Beispiel Juden in Polen, gut situiert waren, haben sie ihre Kinder zum Studium nach Berlin und nach Wien geschickt. Das waren die Metropolen der Bildung. Man konnte es gar nicht glauben.